I decided to walk along because I believe every human being is valuable. Mein großer Traum war es, eines Tages eine eigene Familie zu haben. Ich habe diesen Mann aus Afrika kennengelernt und habe mich sehr in ihn verliebt. Wir begannen eine Beziehung und nach kurzer Zeit merkte ich, dass ich schwanger war. Und dann am Dienstag rief die Polizei an, dass sie meinen Freund in Haft genommen, dass er ins Gefängnis muss, weil er etwas mit Drogen zu tun gehabt hat. Ich war total enttäuscht. Was sollte ich nun tun? Unter diesen Umständen ist eine Familie fast unmöglich. Die beste Lösung ist als erstes, dieses Kind nicht auf die Welt zu bringen. Ja, abzutreiben, damit ich wieder selbstständig mein Leben, ein neues Ziel anvisieren kann. Es war an einem Donnerstagmorgen, da war ein Ultraschall fällig. Das war das erste Mal, dass mein Mann mitkam. Wir merkten dann ziemlich schnell, dass die Frauenärztin ziemlich nervös wurde. Weil auf den Ultraschallbildern hat man ganz deutlich gesehen, dass die Ventrikel, die Wassergefäße im Kopf, viel zu groß sind. Es kann ein Zeichen sein für eine schwere Behinderung. Es gab noch ganz andere Dinge, die nicht gut aussahen. Eine große Problematik, die wir hatten, wir mussten uns irgendwie entscheiden über Abtreibung. Eine Abtreibung, die kommt einfach mal gar nicht in Frage, weil das tut man als guter Christ ja nicht. Aber ich habe merken müssen, dass es sehr einfach ist, moralisch korrekt zu handeln, wenn es jemand anderes betrifft. Aber wenn es dich selbst betrifft und du selbst mit der Diagnose klarkommen musst, vielleicht in Kürze ein Kind zu haben, das nie reden können wird, das nie laufen können wird, dann ist Moral plötzlich nicht mehr so selbstverständlich. Es war am Samstag, da strömten so viele Menschen zusammen, gerade auf diesem Platz, an dem mein Ladengeschäft, die Papeterie war. Und dann habe ich langsam gesehen, es geht um Abtreibung. Ich habe die Frage schon in meinem Kopf, drehe ich hin und her und jetzt sitzen sie gleich hier vor der Nase, diese Moralapostel. Ich habe dann Gott angefleht, dass er uns ein Zeichen schickt. Es fand eine positive Entwicklung statt. Zwar immer noch eine Seite lang Diagnosen, die nicht gut sind, aber es war besser als beim ersten MRI. Und das hat mir geholfen, diesen Glauben auch aufzubringen und mich für das Leben zu entscheiden und nicht für den Tod. In diesem Augenblick die Stimmung vom Marsch vom Leben, dass das Leben wichtig ist, dass das Leben auch von Gott kommt und das Leben ein Geschenk ist mir wie Gott bei der Hand genommen und mir erklärt, schau es mal anders an, das sind keine Moralapostel, sie feiern das Leben ist wertvoll. Und ab diesem Moment hatte ich Ruhe, ich wusste, dieses Kind bringe ich auf die Welt. Was wäre gewesen, wenn ich Mika abgetrieben hätte? Ich habe ein zweites Kind, aber es ist nicht mehr da. I'll breathe in whatever's in the wind. Es würde ein sehr großes Loch da sein. Ich weiß nicht, ob ich glücklich sein könnte. If it means we can be what we could have been. Ich weiß nicht, ob ich noch lachen könnte oder ob das dann eine Maske wäre. Ich weiß nicht, ob ich frei sein könnte, weil ich wüsste, dass ich ein Leben genommen habe, das Gott vorgesehen hat, das er uns geschenkt hat. Wir haben gebetet für Mika, dass er entsteht. Und ich bin unendlich dankbar, dass wir das nicht gemacht haben, dass Gott geantwortet hat. I am for life. Yes, me too. Ich bin fürs Leben. Ich bin fürs Leben. Ich auch. Ich bin fürs Leben. Das Leben ist wertvoll. Ich auch. Ich bin für Leben. Ich bin für das Leben. Ego. Wir sind für Leben. Also ich bin fürs Leben. Ich setze fürs Leben. Ja, ich auch. Ich bin fürs Leben. Ich bin fürs Leben. Ich bin für das Leben.
I